Hallo zusammen und herzlich willkommen zum letzten Teil der Installationsreihe des M2 Competition M Performance Heckdeckels oder der Heckklappe zusammen mit dem großen Carbon-Spoiler durchströmt. Ich bin heute jetzt im letzten Arbeitsschritt und zeige euch die letzten Handgriffe, die noch gemacht werden müssen, um den Kofferraumdeckel am Fahrzeug zu montieren. Was ich jetzt als erstes mache, ich werde die Kanten, beziehungsweise ich klebe die Kanten hier ab mit einem einfachen Klebeband. Das mache ich, um die Kanten zu schützen. Da ich ja jetzt den Heckdeckel am Fahrzeug montiere, kann es sein, dass bei der Erstmontage vielleicht die Abstände noch nicht 100% passen. Und um dann zu verhindern, dass ich irgendwo Kratzer entweder in den Fahrzeuglack mache oder mir hier mein Carbon beschädige, werde ich jetzt die ganzen Kanten eben ringsherum einmal abkleben, sodass da nochmal ein zusätzlicher Schutz da ist und das ein bisschen einfach vor Kratzern oder anderen Einflüssen geschützt ist. Jetzt habe ich alle Kanten einmal abgeklebt. An manchen Stellen habe ich ein bisschen mehr Klebeband, zum Beispiel an den Kanten oder an den Rundungen. Da habe ich ein bisschen mehr Klebeband verwendet. Aber das könnt ihr machen, je nach Bedarf, oder ihr könnt es auch ganz weglassen. Wie gesagt, ich war halt einfach hier an der Stelle, wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe deswegen eben die Kanten hier zusätzlich nochmal geschützt. Jetzt geht es raus ans Fahrzeug und an die Montage. Hier am Fahrzeug beginne ich jetzt zuerst einmal die Verkabelung zu lösen bzw. frei zu bekommen. Dafür entferne ich hier unten den Gummistopfen einfach mit so einem Clip-Entferner, mit so einem Plastikrakel könnt ihr den so ein bisschen eindrücken und den da rausholen. Als nächstes gehe ich her und entferne das Warndreieck. Unter dem Warndreieck sind auch nochmal Schrauben, die diese Pappabdeckung hier am Kofferraumdeckel halten, also am Original-Kofferraumdeckel. Zusätzlich zu diesen Schrauben unterhalb des Warndreiecks sind auch nochmal Schrauben, die seht ihr jetzt hier, die Positionen, die müssen wir alle lösen und dann muss man hier entweder auch mit einem Clip-Entferner drunter oder mit ein bisschen Gewalt dran ziehen. Das sind solche Plastikspreiznieten, die sind auch von der Qualität oder von der Verarbeitung nicht so geil. Manche ließen sich nicht so richtig rausschrauben, da war irgendwie das Gewinde schon ein bisschen beschädigt oder halt einfach nicht so gut, weil das Plastik ist. Das war ein ganz schönes Gefummel. Hier muss man einfach ein bisschen geduldig sein oder man ist einfach brachial und reißt da dran. Dann sollten die Spreiznieten auch rauskommen. Kann natürlich dann sein, dass ihr euch die Spreiznieten dabei beschädigt. Ich wollte jetzt hier nichts kaputt machen und habe mir deswegen etwas Zeit gelassen. Das muss man dann eben je nach Bedarf selber entscheiden.
Jetzt einmal für euch, so sieht eben diese Spreizniete aus. Also davon sind mehrere an dieser Verkleidung vorhanden und die müssen wir eben entfernen, um die Verkleidung zu lösen. Jetzt haben wir alle Spreiznieten entfernt. Außerdem haben wir auch die beiden Schrauben, die sich unterhalb des Warndreiecks befunden haben, auch gelöst. Somit ist die Innenverkleidung vom Kofferraum frei und wir können die jetzt eben abnehmen und darunter kommen wir dann an die eigentlichen Kabel ran vom Kabelstrang. Das war ja die Intention, dass wir eben zuerst den Kabelstrang ausbauen. Wir wurden aber daran gehindert, weil eben hier noch diese Kofferraumverkleidung vorhanden ist. Jetzt, wo die weg ist, haben wir aber freie Sicht auf den Kabelstrang und können eben auch die Kabel lösen. Die sind Gott sei Dank alle mit Steckern verbunden an den jeweiligen Elektronikkomponenten, also dem Kofferraumöffner und auch diesen beiden Lampen fürs Nummernschild. Dann haben wir hier am Originaldeckel eben noch das Kofferraumschloss, das müssen wir wieder verwenden. Und diese Abstandshalter, die habe ich leider nicht wieder verwenden können, also ich habe sie nicht rausbekommen, die habe ich einfach bei BMW neu gekauft. Da seht ihr später auch nochmal die Artikel- oder Teilenummer, die packe ich auch wieder in die Videobeschreibung, um das zu vervollständigen. Hier ist jetzt zum Beispiel so ein Anschluss, den wir lösen müssen vom Kofferraumschloss. Da sind noch weitere Anschlüsse eben zum Kofferraumöffner, zu diesem elektronischen, zu diesem Griff und zu den beiden Lampen, die das Nummernschild beleuchten. Das sind hier auch nochmal eben mit Steckverbindungen an dem Kabelstrang dran und die müssen wir jetzt eben rausbekommen. Dafür bauen wir die einzelnen Teile aus. Das heißt, wir lösen jetzt hier nicht die Kabel im eingebauten Zustand. Das fand ich ein bisschen kompliziert. Da konnte ich nicht genau gucken, wie sind die verankert. Deswegen habe ich jetzt die einzelnen Verbraucher, also die Lampen und alles einfach ausgebaut, um dann eben die Stecker lösen zu können. Anders ist das jetzt hier gewesen bei dem Kofferraumschloss. Hier bin ich auch im eingebauten Zustand sehr gut an den Stecker herangekommen und habe ihn dann im eingebauten Zustand eben entsprechend gelöst. Das ist jetzt das ausgebaute Kofferraumschloss, ist hier nur mit den beiden Schrauben am Heckdeckel oder an der Heckklappe befestigt und hat eben den einen Stromanschluss, der sich am Kabelbaum befindet. Das lege ich jetzt einfach zur Seite und werde es dann später in den Carbon-Heckdeckel einbauen. Hier habe ich jetzt bereits einen von diesen Verbrauchern, der auch am Kabelbaum hängt. In dem Fall ist das die Nummernschildleuchte. Auf einer Seite, da gibt es 2 Stück, rechts und links von diesem elektronischen Griff, der den Kofferraumdeckel öffnet. Und hier hat es jetzt auch nochmal so kleine Plastikstecker. Da ist innen drin, das kann man jetzt hier leider schlecht sehen, so eine kleine Nase, die drücke ich nach unten mit dem Werkzeug und kann dann den Stecker hier rausholen. Dann mit dieser Nase wird er eben verriegelt und mit so einem kleinen, entsprechend feinen Werkzeug kommt man da wunderbar ran und kann den Stecker da problemlos lösen. Das fand ich dann die deutlich einfachere Variante, als das irgendwie im eingebauten Zustand da abzufummeln. Die Verbraucher da jetzt hier, dieses Nummernschildleuchte, die geht sehr einfach raus. Auch hier einfach wieder mit einem Clip-Entferner an der Seite diese Plastiknase so ein bisschen nach innen drücken und dann ploppt das auch schon raus und dann kommt man eben wunderbar an den entsprechenden Plastikstecker ran und kann den hier komfortabel und ohne große Verrenkungen sehr einfach ausbauen und abstecken. Der Vorteil ist vor allem auch, hier sieht man eben, wie gesagt, wo sich diese Nase befindet, die ich vorher erwähnt habe. Die drücke ich jetzt so ein bisschen nach unten und dadurch kann ich den Stecker eben entriegeln und so wunderbar rausziehen. Wenn ich das jetzt im eingebauten Zustand mache, sehe ich wahrscheinlich diese Nase gar nicht und breche irgendein Plastikteil ab oder beschädige meinen Stecker. Deswegen ist es da auf jeden Fall sinnvoll, das im ausgebauten Zustand zu machen und so die Stecker zu lösen. Jetzt kommen wir zum Ausbau des Kofferraumdeckelöffners. Dieser kleine elektronische Griff, der hat an der Seite wieder solche Spreiznasen und auch über die gesamte Länge verteilt. Das sieht man jetzt hier schön. Und die sorgen dafür, dass der einrastet. Die habe ich einfach von innen mit dem Finger nach innen gedrückt und dann habe ich den lösen können. Auch hier ist jetzt wiederum der Stecker mit so einer kleinen Nase verriegelt. Auch hier gehe ich wieder vor wie bei den anderen beiden Steckern, dass ich die Nase ein bisschen nach innen drücke und so den Stecker eben entriegle. Hier sieht man nochmal diese
Verklemmnasen, diese Plastikverklemmnasen. Die drückt man einfach ein bisschen nach unten und dann kann man das ganze Teil wunderbar rausziehen und auch den Stecker wunderbar abstecken. Auch das lege ich jetzt einfach nur zur Seite und verbaue es dann später wieder. So, und jetzt können wir hier nochmal einen wunderbaren Blick auf diese kleinen Plastiknasen werfen. Wie gesagt, die halten diesen Griff hier in Position und die müsst ihr einfach ein bisschen nach innen drücken und dann könnt ihr das komplette Teil eben entnehmen. So, hat relativ lange gedauert, aber jetzt sind wir wieder am Kabelstrang angelangt. Wir sehen jetzt, der Kabelstrang ist hier noch an 3 Punkten, auch wieder mit so Plastikclips beziehungsweise mit solchen Spreiznieten oder Spreiznasen an dem Kofferraumdeckel verankert. Auch hier einfach wieder einen Clip entfernen, nehmen und vorsichtig raushebeln. Nicht zu viel Gewalt verwenden oder auch keinen Metallplastik-Clip-Entferner, denn der könnte dafür sorgen, dass ihr den Lack beschädigt und dann habt ihr da Kratzer drin und vielleicht fängt es dann auch irgendwann an zu rosten. Das heißt, hier irgendwas Weiches nehmen. Ich habe jetzt hier so einen Plastik-Clip-Entferner genommen und wie gesagt auch nicht zu viel Kraft, nicht, dass ihr euch da was verbiegt, denn das Blech ist an der Stelle relativ dünn. Und diese Clips sitzen ziemlich fest, also das ist so ein bisschen ein Gefummel mal wieder, bis man das rausbekommt, aber es funktioniert. Und wenn wir die alle gelöst haben, dann ist der Kabelstrang frei und wir können den einfach, wenn wir unten am Kabelstrang ziehen und einfach auch ein bisschen hin und her wackeln, manchmal verkeilt er sich so ein bisschen im Kofferrauminneren, dann vielleicht einfach wieder ein bisschen zurückdrücken oder von oben nochmal ziehen, solange bis er eben unten rauskommt. Und dann ist der Kabelstrang frei und wir können endlich damit starten, die Original-Heckklappe abzubauen und dann eben entsprechend durch die Carbon-Heckklappe zu tauschen. So, das nächste, was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier überall, vor allem um die Scheibe herum und eben um die Kanten herum, ein wenig Vlies verteilt, nur für den Fall, dass mir irgendwas abrutscht oder was wegrutscht, damit hier sozusagen der Lack und auch die Scheibe geschützt ist. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ihr könnt auch Pappe oder irgendwas nehmen, was ihr eben zur Hand habt. Jetzt müssen wir die Stoßdämpfer, also diese Gasfederdämpfer an der Heckklappe entfernen. Die haben hier so einen kleinen Metallring und der verankert diesen Stift oder den Dämpfer auf diesem Metallstift. Wenn ihr den entfernt habt, könnt ihr den einfach abziehen und diesen Metallring könnt ihr dann später wieder einstecken. Das heißt, da ist nichts kaputt, sondern das kann man wiederverwenden. So sieht das dann aus. Da ist dieser Metallspreizring wieder drin und wie man sehen kann, umschließt er eben hier innen drin sozusagen dann einfach diese Metallnase, die sich an der Karosserie befindet. Die Dämpfer müssen wir aber tauschen. Da gibt es spezielle Dämpfer für den Carbondeckel, da der ja leichter ist. Da würden die originalen Dämpfer zu stark sein. Jetzt gehe ich her und löse erstmal alle 4 Schrauben an, also 2 auf jeder Seite haben wir. Das ist, wie gesagt, relativ simpel von der Demontage. Und wenn die alle gelöst sind, dann entferne ich jeweils die beiden unteren Schrauben und entnehme dann die einzelnen Seiten. Also hier in dem Fall ist es so, dass die obere Schraube nicht komplett umschlossen ist. Das heißt, dieses Metallteil ist nach oben offen. Sprich, ihr könnt den Heckdeckel nach oben rausziehen. Das ist auch wunderbar. So kann man den eben auch als Einzelperson wieder montieren. Denn ihr könnt, wenn ihr die beiden oberen Schrauben leicht eingedreht habt, dann den Heckdeckel eben oben einhängen und später einfach die unteren Schrauben wieder einschrauben. Das seht ihr dann im späteren Verlauf. Und das ist auch schon der ganze Zauber, um die Heckklappe eben zu demontieren. Diese 4 Schrauben. Mehr ist es nicht. So, jetzt sind alle unteren Schrauben entfernt. Die linke Seite, also die Fahrerseite, habe ich ja bereits ausgehängt. Und jetzt habe ich hier eben auch die Möglichkeit, auch diese Seite auszuhängen und dann eben die komplette Heckklappe in einem Wusch sozusagen gleich auch mit zu entfernen. Und das war's. Heckklappe frei, Heckklappe ausgebaut. So sieht das dann aus. Hier sind jetzt, wie gesagt, noch die alten Dämpfer dran. Die müssen wir jetzt noch tauschen gegen die neuen Gasfederdämpfer, die ein bisschen weniger Druck haben, damit das eben wieder passt zu dem geringeren Gewicht der Carbon-Heckklappe.
Und das ist jetzt auch schon der nächste Schritt. Hier jetzt eben auch oben diese entsprechende diesen Metallring lösen, damit ihr den Gasfederdämpfer von diesem Metallstift abziehen könnt und dann gegen den neuen, etwas schwächeren Gasfederdämpfer tauschen. Jetzt montiere ich dann den neuen Gasfederdämpfer. Hier braucht ihr den Metallring nicht zu lösen. Initial könnt ihr das einfach mit ein bisschen Kraft und Druck über diese Metallnase draufdrücken oder über die Metallnase drücken und das Ganze rastet dann ein. Das sind jetzt die Originaldämpfer von der Original-Heckklappe. Wir sehen hier mit F22, 23 HKL gelabelt und die neuen Dämpfer, die haben ein anderes Label, sind wie gesagt ein bisschen schwächer mit F87 HKL und eben speziell für die Carbon-Heckklappe gemacht. So, und der nächste Schritt ist jetzt die Montage der Heckklappe. Hier, wie gesagt, habe ich einfach nur die oberen Schrauben befestigt und dann eben die Heckklappe oben eingehangen und werde jetzt die unteren Schrauben auch leicht festziehen. Dann schaue ich, dass ich die wieder genauso ausrichte wie die originale Heckklappe. Das heißt, im ersten Schritt gehe ich mal davon aus, dass das Teil die gleiche Fertigungsqualität wie die Original-Heckklappe hat. Und da das ja alles lackierte Teile sind, kann man wunderbar erkennen, wo waren die Schrauben vorher. Und genauso positioniere ich die Schrauben wieder. Und ich muss sagen, es hat hervorragend funktioniert. Die Spaltmaße haben auf Anhieb gestimmt. Es hat auf Anhieb alles gepasst. Ich bin nirgends hängen geblieben. Also das war wirklich top, die Verarbeitungsqualität und auch die Passgenauigkeit der Carbon-Heckklappe hier im Vergleich zum Original-Heckdeckel war wirklich 1:1. Ich war wirklich super zufrieden und fand es hat super geklappt und super gepasst. Also das war wirklich hervorragend. So, hier jetzt nochmal wie angesprochen, habe ich das wieder versucht genauso auszurichten, wie es eben an der originalen Heckklappe der Fall war. Und das hat auch wunderbar geklappt. Spaltenmaße haben gepasst. Jetzt ist der Schritt da, wo ich den Kabelbaum wieder einziehen muss. Und da kommt eben dieses Gummiseil oder dieser Gummischlauch kommt hier ins Spiel. An dem befestige ich jetzt dann meinen Kabelbaum. Hier nochmal für euch die Spaltmaße. Wie gesagt, einfach nur die originalen Verschraubpunkte verwendet. Und das versucht wieder so auszurichten, wie es original war und es hat auf Anhieb funktioniert. Die Spaltmaße sind auf beiden Seiten identisch, es ist überall genug Luft da, es schleift nichts, der Kofferraumdeckel schließt einwandfrei. Genauso wünscht man sich das, also das war wirklich hervorragend. Kein langes Einstellen oder ja, schwieriges Zurechtfummeln, hat einfach funktioniert. Hier habe ich jetzt den Kabelstrang an diesen Gummischlauch befestigt, ich habe diese ganzen Stecker eben an den Kabelstrang angeklebt mit Klebeband, damit da eben sich nichts verhaken kann. Sonst wäre das bestimmt der Fall gewesen, dass wenn man das jetzt da durchzieht, irgend so ein blöder Stecker an irgendeiner blöden Ecke hängen bleibt. Und um das auszuschließen, habe ich die einfach eben mit Klebeband umwickelt. Und jetzt gehe ich her und ziehe das eben vorsichtig hier von oben und schiebe unten auch immer mal wieder so ein bisschen nach und fummel dann nachher den Kabelstrang da so eben nach oben durch. Den Kabelstrang habe ich jetzt wieder an den originalen Positionen verankert, eben mit diesen Plastikspreiznähten und habe auch schon mal die Stecker so grob an ihre Position gelegt und muss jetzt eben nur noch die einzelnen Verbraucher, also sprich die Lampen für die Nummernschildbeleuchtung oder eben auch diesen Kofferraumöffner hier anschließen und dann sind auch alle Verbraucher und der Kabelbaum eben wieder eingebaut. So sieht das dann im finalen Zustand aus, ist also sozusagen wie vorher. Konnte alle Teile wiederverwenden, musste nichts neu kaufen. Wenn man da ein bisschen vorsichtig ist mit dem Ausbau, geht da auch eigentlich nichts kaputt. Kofferraumschloss wieder angebracht, auch der Stecker ist wieder drin. Was jetzt noch fehlt, sind diese Abstandshalter. Wie gesagt, die habe ich ja nochmal separat gekauft. Das sehen wir dann im nächsten Schritt auch nochmal, wie ich die installiere und eben das BMW-Badge. Jetzt schließe ich eben einmal mit Kofferraumschloss. Hier erstmal nur ein leichter Druck, funktioniert ganz gut. Noch ein bisschen nachdrücken. Und der Deckel ist zu, hervorragend, sitzt, wackelt nicht, alles tippitoppi. Ja, doch, ich bin sehr zufrieden mit dem Gesamtergebnis. Ich muss jetzt natürlich noch diese ganzen Klebestreifen ringsrum entfernen. Die brauche ich ja jetzt nicht mehr, funktioniert ja alles. Auch das Öffnen klappt wunderbar, auch hier hängt nichts, geht wunderbar auf. Im letzten Schritt gehe ich jetzt her und ziehe auch die Schrauben, die den Heckdeckel oder beziehungsweise die Heckklappe eben am Fahrzeug befestigen, nochmal mit einem Drehmomentschlüssel und auch wieder mit 6 Newtonmeter fest, damit das eben hier auch auf dem akkuraten
Drehmoment oder beziehungsweise mit dem akkuraten Drehmoment angezogen ist. Hier ist jetzt die Geschichte mit diesen Abstandshaltern. Ich packe dir auch nochmal die Artikelnummer in die Beschreibung. Die habe ich jetzt neu gekauft, weil ich habe die im alten Original-Heckdeckel nicht wegbekommen. Die sind auch, ja, diese Spreiznieten, die sind sehr, also ich habe das Gefühl, die sind nur für einen Einmalgebrauch gemacht. Das sind einfach so Stifte und an den Stiften, wenn man die einmal runtergedrückt hat, ich wüsste nicht, wie ich die da wieder rausbekomme. Die kosten auch nicht viel. Ich glaube, das waren jetzt nicht 12 Euro oder so, was die beiden Dinger gekostet haben. Die sind eben dazu da, dass man den Abstand der Heckklappe so ein bisschen variieren kann, also wie weit die schließt. Und ja, ich brauche die eigentlich nicht, weil ich habe die Verkleidung ja ausgebaut. Das heißt, die haben gar keinen Gegendruckpunkt mehr, aber einfach damit das da nicht so leer aussieht. Und ganz wichtig sind eben diese beiden Plastikspreiznieten. Die brauchen wir hinten für diese beiden Aussparungen, wo wir dann das Nummernschild dran befestigen können. Und ja, die waren auch in keinem der Kits mit dabei. Das heißt, die müsst ihr eben auch besorgen, sonst kriegt ihr das Nummernschild nicht montiert. Hier diese Löcher, die werden wir jetzt eben füllen mit den entsprechenden Einsätzen. Und dann sieht das da auch nicht mehr so ganz nackt aus und dann hat das auch wieder so ein bisschen Originalcharakter. Auch wie gesagt, wenn das jetzt bei mir eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, der Vollständigkeit halber, und die wiegen ja auch nicht viel, habe ich die jetzt hier montiert. Und wer weiß, vielleicht verbaue ich ja irgendwann mal wieder die Heckeinbauten und dann ist es ja ganz gut, wenn ich die drin habe. Und jetzt geht man eben her und drückt diesen Stift hier nach innen. Ich habe hier einfach, wie gesagt, so einen Schraubenzieher genommen, beziehungsweise so einen Schraubenzieher, auf den man Bits anbringen kann. Und dann sind diese Stifte eben komplett flach. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das jemals wieder rausbekomme. Deswegen habe ich die einfach neu gekauft. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Trick. Ich kenne ihn nicht, aber ist ja auch nicht so schlimm. Kostet ja Gott sei Dank nicht die Welt. So, und jetzt mit einer der letzten Schritte, beziehungsweise der vorletzte Schritt. Ich befestige hier jetzt diese Plastikspreiznieten, um dann eben hier die Möglichkeit zu haben, mein Nummernschild wieder zu befestigen. Und ohne die geht das nicht. Die waren, wie gesagt, leider in keinem der Montagekits mit dabei. Ich habe dann einfach bei BMW gefragt, ob die mir da eben welche geben können. Die kosten auch wirklich nicht viel. Eine Artikelnummer habe ich leider nicht, aber das sind Universalteile, die werden, oder die gibt es, sage ich mal, für jedes BMW-Modell. Das heißt, wenn ihr da beim BMW-Händler danach fragt und das eben beschreibt, dann findet ihr die ganz bestimmt auch. So, und der letzte finale Schritt erfordert ein wenig Klebstoff, denn wir installieren jetzt das BMW-Logo und dafür müssen wir ein bisschen Kleber verwenden. Die BMW-Logos dachte ich eigentlich, dass man die auch einpressen kann, aber jetzt mit dem Logo, was ich da sozusagen mitbestellt habe, geht das nicht. Da sind die Stifte zu klein. Das
ist also sozusagen in der Stelle nur genutzt, um das zu zentrieren. Bedeutet, ich werde die Stifte jetzt ein bisschen mit so, ja, Karosseriekleber ist das hier, also Einkomponenten-Karosseriekleber, werde ich die so ein bisschen umschließen oder ummanteln und dann eben das Badge hier verkleben. Auch das kann man wahrscheinlich anders machen. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden, das Badge, wenn ich das wieder wegmache, dann kann ich das ja mit einem kleinen Seil, mit so einem Nylonfaden kriege ich das dann auch wieder weg. Oder zur Not bohre ich es auf oder ich mache es mit Hitze, je nachdem. Irgendwie würde es auch wieder weggehen, aber im Idealfall installiert man das ja einmal und dann bleibt es eben dran. Deswegen habe ich mich jetzt hier für Verkleben entschieden und die Stifte nutze ich jetzt hier nur zum Zentrieren. Jetzt habe ich das einmal angedrückt und damit das eben dann längere Zeit fixiert und nicht vielleicht durch die Sonne oder so doch wieder lose wird und wegfällt, werde ich das jetzt hier auch mit einem Streifen Klebeband fixieren und dann eben ja, mindestens 6 Stunden trocknen lassen, von mir aus auch 12. Dann ist das fest und ausgehärtet und dann könnt ihr den Klebestreifen auch wieder entfernen. Den würde ich aber auf jeden Fall ranmachen, damit sich das nicht löst oder wegfällt. Wenn ihr jetzt dann so einen geöffneten Kleber habt, ich möchte ja damit auch noch meine Frontlippe verbauen oder beziehungsweise ich möchte meine Frontlippe noch verbauen und brauche dafür diesen Kleber. Deswegen werde ich das jetzt hier luftdicht abschließen und in eine Tüte packen, damit ich das eben in 2, 3 Tagen auch noch verwenden kann und nicht aushärtet. Und im letzten Schritt gehe ich jetzt auch nochmal her und wiege die Original-Heckklappe, damit wir auch hier nochmal einen Wert haben. Den Wert von der Carbon-Heckklappe haben wir ja, den blende ich jetzt dann gleich nochmal ein zum Vergleich. Und dann können wir mal schauen, wie viel Gewicht spart man denn da wirklich. Also rein gefühlstechnisch ist das schon wieder eine Menge Gewicht. Auf der anderen Seite ist die Original-Heckklappe jetzt auch nicht super schwer. Also sie ist im Vergleich deutlich schwerer als die Carbon-Heckklappe. Um genau zu sein, wiegt die 12 Kilo. Aber 12 Kilo ist jetzt natürlich auch ja, nicht ohne Ende viel. Ne? Insofern, man spart sich Gewicht, aber für den Preis, ja, da war irgendwie, die Batterie fand ich war preis-leistungstechnisch immer noch die beste Option. Da habe ich noch am meisten Gewicht für am wenigsten Geld gespart. Aber auch hier wissen wir jetzt, was der Original-Heckdeckel eben wiegt. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao!